Im letzten Kapitel zeige ich Ihnen die Zusatzausrüstung der G1015 Wickelmaschine. Versorgungskabel Batterie. Der Kabelbaum direkte Stromversorgung gewährleistet über eine dreipolige Dose eine optimale Spannungsversorgung der Maschine. Dieser wird direkt an der Traktorbatterie angeschlossen. Beachten Sie, dass diese Arbeit nur von einem qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden darf. Nach dem Verlegen des Kabels am Schlepper kann die Maschine eingesteckt und die Bedieneinheit eingeschaltet werden. Stützwalze. Speziell bei kleineren Traktoren oder Teleskopladern ist es sinnvoll, die Maschine während des Wickelvorgangs auf der Stützwalze abzustellen. Stecken Sie die Walzenhalterungen auf die Stützwalze. Danach schrauben Sie die Stützwalze mit den beiden Haltern am Rahmen an. Gegengewicht. Das Gegengewicht gleicht die Unwucht des Einfachwickelarms aus. Dadurch wird die schwankende Bewegung der Maschine reduziert. Entfernen Sie die Abdeckung am Wickelarm. Danach schieben Sie das Gegengewicht in die Aufnahme. Montieren Sie die 4 Schrauben mit den Hülsen locker. Im Anschluss verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel und ziehen die Schrauben gekreuzt mit 310 Newtonmeter an. Zapfwellenantrieb. Über die eigene Bordhydraulik wird die Maschine vom Traktor angetrieben. Dazu wird eine Zahnradpumpe auf die Zapfwelle gesteckt. Stecken Sie die Antriebseinheit auf die Zapfwelle Ihres Zugfahrzeuges und sichern Sie diese mit der Kette. Stellen Sie am Traktor die Zapfwellendrehzahl auf 540 Umdrehungen pro Minute ein. Anschlüsse für hydraulischen Oberlenker. Der Oberlenker kann über den Handsender oder die Bedieneinheit gesteuert werden. Stecken Sie die hydraulischen Leitungen des Oberlenkers laut Piktogramm an die Maschine ein. Schalten Sie die Hydraulikversorgung des Traktors sowie die Elektronik der Maschine ein. Nun können Sie den Oberlenker mit den damit vorgesehenen Tasten am Handsender oder im Notbetrieb über die Bedieneinheit steuern. Licht- und Blinkanlage. Verdeckt die Wickelmaschine die Signalleuchten des Zugfahrzeuges, gibt es optional eine Licht- und Blinkanlage für Straßenfahrten. Montieren Sie zuerst den Halter für den Lichtbalken sowie den Kabelhalter. In Folge setzen Sie den Lichtbalken für den Straßentransport auf die Walzen auf und sichern diesen mit den beiden Spannseilen. Zum Schluss verkabeln Sie die Licht- und Blinkanlage. Überprüfen Sie die Funktion des Lichtbalkens, bevor Sie öffentliche Verkehrswege benutzen. Ändern der Folienbreite. Bei Verwendung einer Wickelfolie mit 500 mm Höhe muss das von Göweil mitgelieferte Zusatzrohr verwendet werden. Das Zusatzrohr wird über die Wickelfolienrolle gesteckt. Setzen Sie die Wickelfolie mitsamt dem Zusatzrohr in die Folienvorstreckeinheit ein, lösen Sie den Folienhalter und legen Sie die Folie ein. Über die Taste Schlüssel gehen Sie zum Programmpunkt Einstellung Folienbreite. Mit den Tasten Minus und OK wird die Folienbreite auf 500 mm geändert. Achten Sie darauf, dass sich die Wickelfolie zentral um den Ballen dreht. Folienüberwachung. Durch die Folienüberwachung wird bei Folienende oder Folienriss der Wickelvorgang elektronisch gestoppt. Mit der Taste Schlüssel gehen Sie zum Programmpunkt Einstellung Folientest. Mit den Tasten Plus und OK aktivieren Sie die Folienüberwachung.
Bei Folienriss oder Folienende und aktiver Folienüberwachung stoppt der Wickelvorgang und die Fehlermeldung E04 erscheint am Display. Legen Sie eine neue Rolle Wickelfolie in den Folienvorstrecker ein und setzen Sie den Wickelvorgang fort. Überlappung einstellen. Serienmäßig ist eine Überlappung der Wickelfolie von mindestens 50% eingestellt. Je nach Folienhersteller kann dies jedoch variieren. Um Schwankungen auszugleichen, kann die Überlappung verändert werden. Der Abstand zweier Folienlagen sollte zwischen 27 und 31 cm liegen. Um die Überlappung zu erhöhen, gehen Sie zum Programmpunkt Einstellung Überlappung. Mit der Taste Plus und OK verändern Sie den Wert. Starten Sie den Wickelvorgang erneut mit der geänderten Einstellung und kontrollieren Sie danach, ob die Überlappung im gewünschten Bereich liegt. Ballenaufsteller. Mittels Ballenaufsteller kann der Rundballen auf der Stirnseite abgelegt werden. Der Ballenaufsteller wird über den Joystick des Handsenders während des Wickelvorganges ausgefahren. An der gewünschten Ablagestelle öffnen Sie mit dem Joystick die Walzen. Hinweis: Für ein schonenderes Aufstellen heben Sie die Maschine an und fahren Sie dabei leicht in Richtung Ballen. Im Anschluss fahren Sie den Ballenaufsteller zurück. Vergewissern Sie sich mit einem Blick zur Maschine, dass sich dieser in der Endposition befindet. Der Ballenaufsteller kann auch über die Bedieneinheit gesteuert werden. Dazu gehen Sie zum Programmpunkt Handbetrieb Ballenaufsteller. Die Navigation funktioniert über die Tasten Plus und Minus. Jetzt wissen Sie, wie Ihr GC15 funktioniert. Danke fürs Zusehen und noch viel Freude mit Ihrer Wickelmaschine.